125X. Tear it through the night. Feel the spark. 125X. Pure neon light. Carving through the corner, hear the engine wait. Zero hesitation on the turn you take. Sleek across the asphalt, slicing through the haze. Zantas in the front, we set the road ablaze. 125X, dominate the street, feel the power. Rush of the city right beneath your feet. 125X, ready to ignite, take control. Zantas rule your ride. Ja, heute sind wir hier wieder bei SK Motors in Malaga, dem Vertragshändler hier für Suzuki und viele andere Marken auch, wie zum Beispiel Benelli und Zontes jetzt auch. Erstmal herzlichen Dank an SK Motors in Malaga für diese Probefahrt. So, und heute sind wir hier mit der Zontes 125X, 125 Kubik, 15 PS, 13 Newtonmeter und ein super Preis von um die 3.000 Euro, alles inklusive, absoluter Wahnsinn. Let's go! So, jetzt sitze ich zum zweiten Mal drauf. Gerade kam ein Kunde, potenzieller Kunde, und meinte, ob er Probe fahren könnte. Naja, okay. 5 Minuten, so. Und jetzt sitze ich hier nochmal drauf. So, dann wollen wir mal starten nochmal. Wir haben auf dem Display noch die Schutzfolie, will ich jetzt nicht abmachen. Deshalb wird es ein bisschen schlechter zu erkennen sein, sage ich mal. Wir haben Start-Stopp. Ja, wieder ein Produkt hier, ein Roller, 125er Roller. Der scheint zumindest hier in Spanien sehr beliebt jetzt zu sein. Kann man ja irgendwie verstehen. Ja, natürlich auch wegen des Preises. Ja, wenn wir auf der Straße 3.000 Euro praktisch sind, alles komplett. 125er, so viel hat mein NMAX vor fast 10 Jahren gekostet, ne, als der das erste Mal rauskam, ja, vor 10 Jahren. Und heute kostet er, keine Ahnung, 4.000 oder so. Das ist der Wahnsinn, aber es wird ja noch wahnsinniger. Der ist natürlich viel besser ausgestattet, also zumindest mein damaliger NMAX. Wie es heute aussieht, weiß ich gar nicht so recht. Aber schon vom Platz her ist das ja, der wirkt zwar doch ein bisschen gedrungen, auch mit der Fußposition, ein bisschen enger alles. Also man kann ganz normal hier klomäßig sitzen. Wir können auch ein bisschen ausstrecken. Oh, ich staune. Ich kann ausstrecken, also nicht ganz natürlich. Aber man sitzt auch ganz bequem. Der Winkel ist ein bisschen tiefer als bei allen anderen. Also eigentlich ganz bequem für mich. Ich bin 1,75 Meter. Ja, also knapp 3.000 Euro. Dann haben wir 15 PS. Dann haben wir 13 Newtonmeter. Das sind so die Eckdaten, die ich gesehen habe. Und natürlich der Wahnsinn kommt jetzt wieder für mich. Ich bin ja immer der alles praktisch möchte. Wir haben Platz für 2 Integralhelme unterm Sitz. Also das ist ja für einen Roller in der Preisklasse, das ist ja eigentlich schon GT-Roller hier, obwohl er jetzt nicht so den Eindruck macht. Wenn man drauf sitzt, sieht da alles sehr sportlich aus. 2 Integralhelme unterm Sitz, bei meiner NMAX ging nur einer rein, umgedreht. Also wir haben Start-Stopp, wir haben ja dieses wahnsinnig geile Tagfahrlicht. Vorne dieses X. Aber vielleicht ein bisschen abgeschaut, aber naja, was soll man da groß anderes machen? Von Yamaha. Oh, Fenster zu, aber es ist ziemlich warm. Ja, ich sehe jetzt gar nicht hier, ich habe schon ein bisschen rumgeschaltet, aber wahrscheinlich gibt es ja wieder 1000 verschiedene, übrigens Vollgas am Berg hier. 1000 verschiedene Einstellmöglichkeiten fürs Display. Ich habe es jetzt gerade mal schnell auf Englisch umgeschaltet, war gerade im Türkischen. Ist jetzt auch wieder nicht so intuitiv hier mit diesen, weil es wieder keine Zurücktaste, glaube ich, gibt. Glaube ich, ja, ich sehe keine Zurücktaste.
Und achso, noch eine Besonderheit hier, ja, leider haben wir wieder ein bisschen Rollerhoppeln. Noch eine Besonderheit hier von dem ist auch das Gewicht, das auch bei allen anderen in der Klasse, denke ich mal, sehr viel höher ist. Wir haben 108 Kilo leer, okay, da kommen dann nochmal 11 Liter oder so für den Tankinhalt dazu, ja. Also 120 Kilo fast unter 120 Kilo voll getankt. In der Klasse finde ich auch schon beachtlich. Die Spiegel, man kann alles gut erkennen. Wunderbar. Macht auch wieder hier eigentlich einen hochwertigen Eindruck. Außer diese Front hier vorne. Das kenne ich ja auch schon ein bisschen von Sontes. Da ist immer, okay, da ist das Display jetzt, das ist schön und das Display ist schön. Aber da ist so viel Freiraum hier vorne. Ja? Es sieht, okay, es sieht vielleicht ein bisschen sportlich aus und so. Windeinlassöffnung da oder so, keine Ahnung. Aber ja, zu viel Freiraum sieht dann immer so ein bisschen billig aus, für mich jedenfalls. Aber trotzdem finde ich ihn schick. Vom Äußeren auf jeden Fall schick. Was ich sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, ich bin immer schon jetzt so vergesslich. Ich sehe zwar die Reichweite hier, 68 Kilometer, aber ich sehe keine Anzeige. Wahrscheinlich kann man das Display noch, verschiedene Displayarten, vielleicht kommen wir dann nachher noch ins Menü, dann kann ich das nochmal nachschauen. Kann man keine Balkenanzeige oder so? Hier muss es doch auch geben. Jeder Roller hat sowas, Leute. Aber so macht er erstmal einen guten Eindruck hier. Jetzt hier so bei 95 laut Tacho fährt er sehr schön ruhig auf der Autobahn. Auch hier die Stöße scheint er gut wegzunehmen. Ja, dieses Windschild ist, denke ich mal, ja, das ist auch wieder mehr ein Witz. Denn es geht mir so an den Helm direkt der Wind und es ist, denke ich mal, einfach sportlich. Ja. Es soll alles ein bisschen sportlicher aussehen. Und ja, Vergleich mit NMAX und PCX kann man ja eigentlich schon gar nicht richtig vergleichen, weil der hat ja hier mehr Stauraum. Ja. Aber so macht er erstmal sehr, sehr schön Eindruck, fährt sich alles sehr schön ruhig, sehr ruhiger Motor. Ja, wir haben Traktionskontrolle, wir haben ABS, wir haben Start, Stopp, was haben wir noch? Alle möglichen Schnickschnack-Geschichten haben wir an dem hier dran. Wir haben auch, glaube ich, wieder einen Bremsassistenten, haben wir auch. Also wenn man zu stark bremst, dass es dann irgendwie anfängt zu blinken oder so. Vollgas am Berg jetzt mal hier und wir beschleunigen sogar noch. Also vielleicht macht ja da wieder die 15 PS, machen die irgendwas aus. Wir sind im roten Bereich jetzt. Der beschleunigt hier den Berg hoch. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern, dass die anderen 125er, ich glaube, die haben hier nicht beschleunigt. Die sind dann abgefallen. Das wäre ja der Wahnsinn. Ob jetzt, denn manchmal oder oftmals ist es ja so, die sagen dann zwar 15 PS, das klingt dann immer sehr viel mehr natürlich als irgendwie 11 oder 12 oder was die anderen haben, 13. Aber oftmals macht das ja dann auch nichts aus. Aber hier war ich jetzt ein bisschen erstaunt. Boah. Sehr, sehr stark gebremst, sehr, sehr stark verzögert. Ja, kein Quietschen, kein Rutschen bemerkt, eigentlich auch kein Tackern des ABS. Wie viele Kilometer hat der eigentlich hier runter? Kann ich hier auch jetzt in dem Display nicht sehen. Warte mal, kann man hier umschalten? Da sehen wir, ach so, dann hat er auch noch Reifendruckkontrollsystem. Das ist ja eigentlich auch schon ein Standard bei den Chinesen. Was haben wir hier? Doch, Odometer, da. Bisschen klein geraten für meine Augen. 812, okay. Ach, hier haben wir jetzt den Tank, okay.
812, dann werden sie wieder alle schreien. Als wenn ihr keine anderen Sorgen habt, Leute. Als wenn ihr... So, jetzt werden wir mal Start-Stopp ausprobieren, wie schnell das wieder anspringt. Wir halten an der Ampel an. Okay, dauert ein bisschen, bis er ausgeht. Und starten. Jetzt Ampel ist grün. Oh, das ist aber doch ein bisschen verzögert jetzt. Vielleicht sogar noch mehr als bei allen anderen. Also muss man im Voraus ein bisschen denken, mitdenken. Und wenn es denn so langsam grün wird, schon mal am Gas drehen. Also so fast eine sofortige, so wie bei Honda oder so, gibt es leider nicht, aber okay. Was habe ich noch gesehen? Und zwar 6000 Kilometer Intervall. Also ich glaube, das geht dann so weiter. Also 1000 Kilometer, 6000 und dann denke ich mal 12.000. Das sind wohl die Intervalle, die es mit dem hier gibt. Ja, also Display finde ich sehr, sehr schön. Wie gesagt, vielleicht ein bisschen verspiegelt jetzt mit der Folie drauf. Aber ansonsten macht es einen sehr guten Eindruck. So, hier sind wir nun mit Sontes 125X 2026er Modelljahr. Wir haben ein 125er hier mit 15 PS, 13 Newtonmeter. Was den ein bisschen besonders macht, ist auf jeden Fall ja, das Aussehen. Er sieht sehr schick aus, finde ich, vorne. Dann haben wir das relativ geringe Gewicht von 108 Kilo leer und natürlich auch der Preis von knapp 3.000 Euro auf der Straße, absoluter Wahnsinn und voll ausgestattet und einen großen Untersitzstauraum für 2 Integralhelme. So, ich muss mich kurz halten hier, denn meine Kamera schaltet wegen der Hitze andauernd ab. So, auf der linken Seite haben wir hier zum einen den Bremshebel für die hintere Scheibenbremse. Wir haben einen sehr schönen Schalter hier fürs Licht. Wir haben eine Sitzöffnung, auch teilweise ja bei den Chinesen üblich hier vom Lenker aus. Dann haben wir Set Mode fürs Display. Wir haben einmal die Warnblinkanlage. Wir haben Schalter hier für den Blinker. Auch funktioniert alles wunderbar, keine Probleme. Wir haben hier die Hupe. Auf der rechten Seite haben wir den Gasgriff, Bremshebel für die vordere Scheibenbremse. Wir haben so einen kombinierten Start ein, aus, muss man sich erst dran gewöhnen, wie lange man drückt, einschalten, ausschalten und Starter-Schalter, alles kombiniert. Und hier drunter haben wir dann noch den Schalter, um die Start-Stopp-Anlage auszuschalten. So, in der Mitte haben wir das wunderschöne TFT-Display, ist ein bisschen klein geraten, aber ja, es geht, das ist kein Problem. Es könnte ruhig ein bisschen größer sein, aber okay. So, da haben wir alles erkennbar. Wir haben die Uhrzeit, wir haben Drehzahl, wir haben die Reichweite mit dem Kraftstoff. Ich habe es jetzt auf Englisch gelassen, weil alles doch für mich jetzt wieder, wenn man es nicht so damit vertraut, dass es hakelig ist. Denn wir haben wieder keine Zurücktaste, das regt mich immer auf. Was wir hier noch schalten können im Hauptdisplay, wenn wir einmal auf Mode drücken, haben wir unten die ganzen Angaben für Reifendruckkontrolle und Trip und Odometer und Kraftstoffinhalt und Kühlmitteltemperatur. Und das sind praktisch 2 Bänder, die man hier anzeigen lassen kann. Mit Set kommen wir dann ins Menü und da wird es schon wieder ein bisschen problematisch, welche Taste Set oder Mode nehme ich denn, um weiter und rein zu gehen. Wir haben Settings, wir haben Interface, wir haben Information. Ich würde sagen, ich gehe da nicht so weit rein. Ich war nämlich gerade schon drin und bin schon wieder nicht rausgekommen. Es ist wirklich zum Verzweifeln, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu blöd. So, Settings, da wollte ich bloß mal gucken. Interface, ob man das, ja, okay, das kann man verstellen. Also da gehen wir jetzt, wir sind im Style 2. Dann gibt es Style 3. Aha, ja, wir können ja auch Mirroring machen. Das heißt, wir können es mit eurem Telefon verbinden und wir können dann hier Google Maps oder was es ist anzeigen lassen. Super Sache, finde ich. Das finde ich immer toll. Das haben ja die meisten Japaner nicht. Interface Set. So, was haben wir noch? 3. Und also wir haben 1, 2, 3. Wie komme ich wieder nach oben? Gar nicht. Okay. 1, okay, das ist das. 2 und 3. Okay, dann gehe ich mal jetzt auf 1 Set. Oh ja, okay, da sieht das so aus. Gut, wir haben also volle Konnektivität, das finde ich super.
So, kommen wir zu den Stauräumen vorne. Und zwar, wir haben zwei Klappen, die sind meiner Meinung nach nicht verschließbar. Wir haben auf der linken Seite, es ist auch nicht allzu groß, vielleicht, naja, 4 meiner Hände passen rein. USB-C-Anschluss hier haben wir drin. Und auf der rechten Seite die gleiche Größe. Da ist aber kein USB-C-Anschluss. Wir haben auch noch hier einen Haken für eure Einkäufe. Also auch eigentlich wieder alles sehr praktisch und ihr wisst ja, ich liebe es, wenn es praktisch ist. Den Sitz können wir öffnen, der ist jetzt schon offen. Entweder mit dem Sitzschalter am Lenker oder, nee, das ist das Einzige, glaube ich. Wir haben ja kein Zündschloss in dem Sinne, nee, also nur mit dem. Und was ist das Besondere hier am Untersitzstauraum? Wir können 2 Integralhelme, müssen aber klein sein. Meiner ist ein Shark Spartan Größe M, passt gerade so rein, vorne und hinten. Und wir haben sogar eine Beleuchtung hier. Das ist bei den kleinen Rollern in der Klasse überhaupt nicht üblich. Kleine Lampe, große Wirkung. Haben wir hier sonst noch irgendwelche Fächer? Nein, das nicht. Aber finde ich ganz, ganz toll, dass wir hier so viel Stauraum haben. Und wie ihr seht, der ist auch schon vorbereitet hier für eine Topbox. Da braucht er hier hinten nichts mehr austauschen, sondern hier nur den Zubehörzeugs von Sontes ranschrauben und dann habt ihr hier noch eine Topbox. Also ja, das ist alles hier zum Roller. Okay. Start, stop. So, dann machen wir noch schnell hier das Fazit und zwar Sontes 125X 2026er Modelljahr. Es gibt ihn in 3 Farben. Das ist jetzt so, für mich jetzt noch wäre das die schönere Farbe, weil die ein bisschen heller ist und ganz schick aussieht. Es gibt ihn natürlich auch wieder in Schwarz und dann noch in einer anderen dunklen Farbe, aber leider keine hellen Farben. Aber okay, da wird wahrscheinlich hier wieder die Sportlichkeit ein bisschen betont. Nichtsdestotrotz, alle Daumen, die ich habe und 10 und so weiter nach oben für einen 125er Roller hier ganz, ganz toll. Bringt eigentlich alles mit, wo ich dann immer sage, naja, ist ja toll und so weiter, aber da fehlt der Stauraum. Der hat jetzt hier alles, der hat wirklich alles. Ja. Ihr habt volle Konnektivität, alles habt ihr hier, ABS, TCS und Reifendruckkontrollsystem und alles zu einem Preis von knapp unter 3.000 €. Absoluter Wahnsinn, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und von der Qualitätsanmutung und so weiter kann ich sagen, ja, da sehe ich jetzt auch keine Probleme. Das passt alles so, wie ich sehe. Das gefällt mir. Vorne die Lichtmaske gefällt mir besonders. Ja, Sontes 125X, schreibt es in eure Notizbücher, kauft ihn, der ist wirklich toll. Das war erstmal alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war euer Moto-Fuzzi. Bis dann. Ciao, ciao. Staubige Straßen, der Motor brüllt laut, auf Bikes und Rollern ist er zu Haus. Handschuhe an den Haaren voll auf, Moto-Fuzzi steigt auf und gibt richtig drauf. Moto-Fuzzi, abonnieren nicht vergessen, Partner.